Diese neue 143 Gramm Powerbank könnte gerade alles verändern. Denn der Markt für Outdoor-Powerbanks entwickelt sich gerade so schnell wie lange nicht mehr. Und der erbitterte Konkurrenzkampf zwischen Top-Herstellern wie Nitecore, Inyu oder Flextail wird immer intensiver. Und gerade im Ultraleichtbereich zählt dabei natürlich jedes Gramm und jeder will dann das leichteste Modell schaffen. Und nach 3 Generationen bringt Nitecore nun die brandneue NB10000 in der 4. Generation auf den Markt. Und ich habe mir das neue Modell im Detail angeschaut, gemessen und mit allen bisherigen Top-Modellen mal verglichen. Und eins kann ich euch jetzt schon verraten, wir haben einen neuen Ultraleicht Powerbank-König. Aber erstmal, was ist eigentlich neu an der neuesten Generation der NB10000 Serie? Die gibt es mittlerweile schon seit 5 Jahren und die ersten Generationen zugegebenermaßen waren schon gut, aber die Änderungen dann in der 2. und 3. Generation, die waren meistens eher nur gering. Wir hatten leicht andere Ports, die Ecken waren ein bisschen abgerundeter und hier und da gab es mal ein Gramm weniger. Und Nitecore hat jetzt ordentlich Fahrt aufgenommen mit der 4. Generation und wirklich alles mal auf den Kopf gestellt. Ja, seitdem wirklich durch Flextail mit der Zero Power die große Konkurrenz kam und wir dort zum ersten Mal eine Powerbank hatten, die leichter war, nämlich 145 Gramm. Im neuen Modell, wie ihr seht, sieht erstmal alles anders aus. Was sofort auffällt, ist, dass sie eine ganz andere Form hat als die vorherigen Generationen. Die ist nämlich deutlich kleiner und kompakter. Etwas dicker, aber dafür deutlich schmaler, von der Länge ungefähr gleich geblieben. Wir sehen auch, dass die Kapazität größer geworden ist. Wir haben nämlich hier 39 Wattstunden, was der höchste offizielle Wert natürlich ist. Wir werden es gleich noch im Detail messen bei 10.000 Milliampere-Stunden. Nitecore hat hier auf eine komplett neue Plattform gesetzt, nämlich mit einem Silizium-Carbon-Akku und einer 9 Watt Hochspannungsplattform. Das ist jetzt hier erstmalig wirklich eine große Neuerung. Das heißt, die gesamte Plattform hat quasi einfach mehr Power, läuft ein bisschen höher auf einer höheren Spannung und das sorgt nicht nur für mehr Kapazität, eine kleinere Form, sondern auch endlich für schnelleres Laden anderer Geräte und auch dem eigenen schnelleren Laden. Wir sind hier von 18 Watt nämlich mittlerweile bei 22,5 Watt und das in beiden Richtungen. Und zum Schluss kommt natürlich der Hammer. Das Gewicht hat sich auch verringert, nämlich 143 Gramm. Ja, bei Design und Form konnten wir immer 3 verschiedene Linien so grob bei Nitecore beachten. Wir hatten die klassische NB10000, die nicht von allen Seiten voll mit Carbon ummantelt war, sondern nur oben und unten und die Ränder ja hier mit einem Gummi frei hatte. Dagegen immer die robustere Carbo-Serie, die wirklich einen voll ummantelten Carbonmantel hatte, damit es noch ein bisschen robuster ist. Und die neue NB R-Serie, die jetzt hier klein in 5000 ist, die gibt es aber auch in 10.000 und die noch ein bisschen rundlicher war. Hier hat man sich jetzt auch wieder für generell dieses Design wie bei der NB10000 entschieden, aber natürlich einen deutlich kleineren Formfaktor. Erinnert mich so ein bisschen an 2 oder 3 Mauernpackungen, die so nebeneinander liegen. Und das sorgt natürlich dafür, dass ich das handlicher greifen kann, besser in Schultergurt packen kann, vielleicht weniger auffällig in Hüftgurttaschen oder im Rucksack ist. Wir haben hier trotzdem noch eine Zertifizierung von IPX7. Bei der Carbo-Serie ist es immer noch ein bisschen höher, IPX8. Die ist dann wirklich vollständig wasserdicht. Die kommt auch gut mit Wasser klar, aber zum Beispiel bei 1 Meter Tiefe nur 30 Minuten. Das heißt, ein Unterwassergebrauch ist da wirklich ausgeschlossen, aber im normalen Outdoor-Bereich ist es kein Problem, wenn es dann mal wirklich nass draußen wird. Ganz neu sind hier wirklich die Ladeports. Wir haben zweimal USB-C. Einer davon ist in and out und einer ist out. Die sind da drin schon, wie ihr seht, farblich gekennzeichnet, orange und schwarz. Das Ganze geht aber noch weiter. Wenn ich die jetzt mal einschalte, und das passiert hier nicht mehr wirklich über einen richtigen Knopf, sondern per Touch kann ich hier drauf drücken und dann leuchten diese LED-Ports wirklich in orangenen Farben und jetzt komplett bunt. Das macht die Powerbank einmal wirklich, wenn sie angeschaltet wird, ist natürlich ein lustiger Effekt. Mich hat es gewundert, dass man da wirklich so RGB-LEDs hinzugefügt hat, weil ich gedacht habe, das sorgt da ein bisschen mehr für Gewicht. Wir haben hier oben ganz klassisch auch 4 Indikatoren, die anzeigen, ja, wie voll die Powerbank letztendlich ist. Ganz klassisch wieder 100%, unter 75, unter 50, unter 25. Bei anderen Modellen wie Inyu zum Beispiel oder auch Ansman, da haben wir teilweise eine prozentuale Anzeige. Manche haben das wirklich lieber, wenn man ganz genau sehen kann, wie voll die Powerbank ist. Um hier natürlich maximal Gewicht zu sparen, hat man sich das Display hier gespart. Ja, im Standard leuchten die jetzt ein bisschen, die werden aber gleich orange und das heißt, wir sind im normalen Modus. Es gibt noch einen anderen, auf den komme ich gleich zu sprechen. Das Problem, was ich bei diesem Touch-Knopf jetzt hier hatte, ist, der ist wie ein Smartphone-Display jetzt nicht so gut zu bedienen, wenn man einfach Handschuhe trägt.
Das ist natürlich ein Problem, gerade auf Wintertouren oder wenn es stark regnet, haben manche wirklich wasserdichte Handschuhe an. Dann wäre es natürlich blöd, wenn ich meine Powerbank dann nicht mehr ein- und ausschalten kann oder gucken kann, ja, wie viel da noch gerade drin ist. Aber da hat sich Nitecore wirklich was sehr Innovatives überlegt, was ich bisher auch so noch nicht gesehen habe, nämlich die Knock-to-Wake-Funktion. Man kann quasi auf die Powerbank schlagen, zweimal, und dann schaltet die sich dadurch wirklich ein und das klappt auch verdammt gut mit Handschuhen. Ich muss erst ein bisschen testen, wie das mit dem Klopfen geht. Man kann nicht irgendwo einfach zweimal leicht gegenklopfen, sondern es muss schon ein bisschen fester sein oder man stößt einfach zweimal irgendwo gegen und dann sehen wir, die Powerbank geht dann auch sofort an. Ja, und wenn ich damit jetzt zum Beispiel ein anderes Gerät lade, dann bleiben die LEDs natürlich auch die ganze Zeit nicht an, weil das auch Energie kosten würde. Es dauert so 10 Sekunden und dann sind eigentlich alle Lampen hier auch aus. Das ist ganz schick anzusehen und eine nette Spielerei, aber in der Realität bringt es natürlich jetzt keinen effektiven Mehrgewinn auf einer Tour. Was aber definitiv ein Mehrgewinn ist, ist der neue Eco-Mode oder auch Low-Current-Mode. So hieß er nämlich bei der Flextail Zero Power, die vor einem halben Jahr rausgekommen ist. Und da muss man jetzt ganz klar sagen, dass Nitecore sich da von dem großen Erfolg der Flextail Powerbank inspirieren lassen hat. Und das bedeutet im Prinzip, dass man die Möglichkeit hat, seine Geräte nicht mit voller maximaler Leistung zu laden, sondern bewusst mit einer geringeren Leistung, nämlich nur 1 Ampere zu laden. Und umso stärker und schneller man ein Gerät lädt, desto mehr Energie durch Wärme geht auch verloren. Wenn wir also wirklich an maximaler Effizienz auf unseren Touren interessiert sind, dann schalten wir den Eco-Modus ein und können dann wirklich auf eine Kapazität von angegebenen 7200 mAh zurückgreifen, statt den 6800 mAh angegeben bei 3 Ampere. Das entspricht dann 6% mehr Kapazität insgesamt, was nicht unwichtig ist. Und um den Modus einzuschalten, halte ich hier einfach den Knopf 5 Sekunden lang gedrückt. Orange heißt maximale Schnelligkeit und grün heißt jetzt maximale Effizienz. Und davon bin ich natürlich ein absoluter Fan. Ich finde es genial, dass man da die Möglichkeit hat, wirklich, wenn man Zeit hat auf einer Tour, am Campingplatz über die Nacht sein Gerät zu laden. Warum sollte man dann nicht auf dem 1 Ampere Modus zurückgreifen, um dann wirklich das meiste rauszuholen? Und 6% ist nicht komplett irrelevant. Im Vergleich hatten wir die Flextail Powerbank, die schafft das auch, wiegt aber 2 Gramm mehr und wie wir gleich bei der Messung sehen werden, hat tatsächlich auch eine geringere Kapazität. Und kommen wir zu noch einer Sache, die Nitecore sich jetzt erfolgreich nicht von Flextail, sondern vom anderen Konkurrenten Inouye abgeguckt hat und auch hier verankert hat, nämlich das Prinzip einer Trageschlaufe, die aus einem eigenen, ultraleichten und vor allem auch leistungsstarken Kabel besteht. Bei den Inouye Powerbanks hatte man hier die Möglichkeit, eine Schlaufe reinzumachen und hatte dann so ein schickes, stoffbezogenes USB-C-Kabel. Das hat Nitecore, wie ihr seht, jetzt auch genau so gemacht mit einem noch leichteren Kabel. Mit Kabel wiegt das Ganze jetzt natürlich ein bisschen mehr als 143 Gramm, aber wir haben natürlich die Möglichkeit, das abzumachen für alle, die das nicht brauchen. Ich persönlich bin immer ein ganz großer Fan von, weil ich die Kabel separiert lade, mitnehme oder vielleicht noch leichtere habe, aber man hat wirklich ein ultraleichtes Kabel mitgeliefert, was jetzt hier wirklich so leicht ist, dass meine Waage das noch nicht mal anzeigt, aber ich habe es gerade mit der anderen nochmal nachgewogen, es sind grob 5 Gramm und das reicht natürlich super für die meisten Touren und ja, man hat alles an einer Stelle im Prinzip. Ich glaube, dass die wenigsten das wirklich irgendwie als Schlüsselband oder sonst was benutzen würden. Aber ist natürlich schön, wenn das inkludiert ist und man kann es damit vielleicht einfacher aus seiner Tasche rausholen. Ich habe nichts dagegen, wenn die Hersteller gegenseitig voneinander abgucken, wenn dann daraus ein Produkt entsteht, wo wirklich die neuesten Innovationen und Ideen dann wirklich in einem Modell vereint sind. Aber wie wir schon bei vorherigen Tests gelernt haben, ist nicht immer das, was der Hersteller hinten im Kleingedruckten draufschreibt an Kapazität, auch wirklich drin. Und da muss man auch immer noch unterscheiden zwischen der angegebenen Kapazität von 10.000 mAh und der realen Rated Energy, die ungefähr bei 2/3 des Ganzen maximal liegt. Ich sprach gerade schon von 7.200 mAh, die dann rauskommen. Um das wirklich einheitlich testen zu können, hatte ich schon alle Modelle bei einer Spannung von 5 Volt und 2 Ampere, also jetzt im Mittelding zwischen Low Current und dem schnelleren Modus wirklich gemessen. Man braucht natürlich nicht nur Energie für seine Technik unterwegs, sondern auch vor der Tour noch Energie für den Körper durch eine reichhaltige und gesunde Mahlzeit. Genau dafür nutze ich aktuell Löwenanteil. Das sind Bio-Fertigmahlzeiten im Glas aus kontrolliert biologischen Zutaten und komplett ohne unnötige Zusatzstoffe. Entwickelt wurden die Rezepte mit einem Bio-Spitzenkoch und das merkt man beim Geschmack. Was ich daran besonders gut finde, sind die Nährwerte. Die Gerichte liefern komplexe Kohlenhydrate, gute Fette und einen hohen Proteingehalt. Gerade wenn eine längere Tour ansteht und man generell aktiv unterwegs ist, ist das eine vollwertige Mahlzeit, die satt macht und langfristig Energie liefert.
Zu Hause habe ich mal mehrere Gläser im Schrank stehen, die ungekühlt lange haltbar und dadurch perfekt als Vorrat geeignet sind. Und wenn es mal schnell gehen muss, sind sie in nur 3 Minuten fertig, egal ob in der Mikrowelle, im Topf oder in der Pfanne. Das ist für mich besonders im Camper praktisch. Auf engen Raum möchte ich weder lange vorbereiten noch viel Geschirr produzieren. Mit Löwenanteil bleibt es unkompliziert, Glas öffnen, in den Topf geben und in ein paar Minuten erwärmen. Und während das Essen langsam heiß wird, kann ich schon alles andere vorbereiten. In kürzester Zeit steht eine vollwertige Biomahlzeit auf dem Tisch mit hohem Proteingehalt, starken Nährwerten und guter Sättigung. Und so starte ich nicht mit irgendeinem schnellen Snack in die erste Etappe, sondern mit echter Energie. Es gibt viele verschiedene Sorten als Mittag- oder Abendessen, zu Hause oder unterwegs. Und sie sind nicht nur einzeln eine schnelle Lösung, sondern können auch als Basis dienen, wenn man noch eine Beilage hinzufügen möchte. Wenn ihr Löwenanteil selbst ausprobieren wollt, bekommt ihr mit meinem Code 10% Rabatt auf Einzelgerichte und Probierpakete, ganz ohne Mindestbestellwert. Den Code blende ich euch hier im Video ein, Link und alle Infos findet ihr unten in der Beschreibung. Mein Testsetup hat immer einen Verbraucher, den ich hier beliebig mit einem kleinen Regler einstellen kann, um wirklich die perfekte Leistung hier zu haben, die ich für die Vergleichbarkeit brauche. Auf dem kleinen Monitor sehe ich dann ganz genau, was entladen wird und habe die Möglichkeit, das aufzuzeichnen und zu speichern. Ein Kabel nehme ich auch immer ein sehr kurzes, weil umso länger ein Kabel ist, desto mehr geht auch verloren. Und hier hatte ich für den Test noch ein anderes genommen, nicht das originale Nightcore, weil ich das bei den anderen Powerbanks auch gemacht hatte. Ja, was kam letztendlich raus? Ein Wert von 35.300 Milliwattstunden. Und das ist ein unglaublicher Wert für dieses Gewicht. Da landen wir nämlich bei einer Effizienz von 246,85 Milliwattstunden pro Gramm. Und das ist der beste Wert, den ich jemals wirklich in den letzten Jahren bei all meinen Technik- und Powerbank-Videos jemals gemessen habe. Oft war es immer so, dass wenn wir eine größere Powerbank getestet haben, wie zum Beispiel eine 20.000er in der Carbo-Serie oder vielleicht auch eine 25.000er von INEO, dass wir da eine bessere Effizienz hatten, weil wir natürlich nur einmal einen Mantel hatten, aber die Batterie innen drin dann dafür größer ist. Aber die Effizienz ist hier so groß, dass es jetzt zum ersten Mal wirklich effizienter ist, 2 10.000er NB 10.000 Gen 4 mitzunehmen, statt einer anderen großen Powerbank, weil wir da pro Gramm wirklich auf eine größeren Effizienz landen. Und das hat nicht nur Gewichtsvorteile. Viele haben das schon immer gerne gemacht. Natürlich hat man da im Zweifel ein Backup, falls die Powerbank kaputt geht, irgendwie die Ports mit Wasser voll sind oder ich auch eine verliere. Dann habe ich die Möglichkeit natürlich beide gleichzeitig aufzuladen. Vielleicht mit einem Stecker, der wirklich mehrere Anschlüsse hat und 2x22,5 Watt liefert. Dann kann ich es natürlich doppelt so schnell insgesamt aufladen. Und dann sind 2 Modelle vielleicht auch ein bisschen besser verstaubar. Eins habe ich als Backup im Rucksack und nur eine kleinere Variante wirklich vorne in der Hüftgurttasche, ohne da wirklich so einen riesigen Klotz die ganze Zeit mitzunehmen. Und um diese großartige Effizienz mal einordnen zu können, hier haben wir das Vorgängermodell, die NB 10.000 Gen 3, und die wog noch 151 Gramm, hatte nur 18 Watt Input und da nur eine Effizienz von 212,23 Milliwattstunden pro Gramm. Dann habt ihr eine neue Flextail Zero Power, wo ich 146 Gramm gewogen habe, auch nur mit 18 Watt Input und 22,5 Watt Output, und da hatten wir schon eine bessere Effizienz von 231,12 Milliwattstunden pro Gramm, was auch schon ein unglaublich guter Wert war. Das kleinste Modell von INEO hatte 164 Gramm, ein bisschen mehr, dafür aber wirklich ein Display, wie ihr seht, und 45 Watt Output und 20 Watt Input. Das heißt, wer da Wert auf schnelles Laden legt, ist ja halt deutlich besser bedient. Da hatten wir dann aber durch das Mehrgewicht eine geringere Effizienz von 204,8 Milliwattstunden pro Gramm. Und da könnt ihr sehen, was für ein großer Meilenstein jetzt im Prinzip diese 4. Generation ist. Wir haben nur nicht das leichteste Gewicht, sondern auch wirklich die höchste absolute Leistung, die ich bisher gemessen habe, und damit auch die größtmögliche Effizienz von 246,85 Milliwattstunden pro Gramm und damit der neue Ultraleichtkönig im Prinzip. Und wo Nightcore immer große Probleme hatte, war bei 2 Dingen. Einmal das Verhalten, wenn gleichzeitig wirklich beide Ports benutzt werden, also 2 Geräte gleichzeitig aufgeladen werden sollen, und die Pass-Through-Funktion. Die ist hier zwar gegeben und war auch bei den Vorgängermodellen gegeben, aber die Spannung hatte sich in beiden Fällen immer nicht halbiert, sondern es wurde wirklich gedrosselt, sodass man in der Theorie immer besser beraten wäre, die Geräte nacheinander einzeln aufzuladen, statt wirklich beide gleich, oder hat beim Pass
Schuhladen wirklich so viel verloren, dass es sich selten gelohnt hat, wirklich gleichzeitig die Powerbank aufzuladen und die Powerbank wirklich ein drittes Gerät dann laden zu lassen. Da hat man immer deutlich schlechter als zum Beispiel die Produkte von Iniu abgeschlossen. Ich habe es noch nicht selber getestet und das machen wir jetzt mal zusammen. Hier im Setup lädt jetzt gerade die neue Nitecore eine stärkere Iniu Powerbank auf. Wir sehen, dass es lädt, und wenn wir uns den Wert angucken, dann kommen wir ziemlich nah an die Obergrenze von 22 Watt, was auf jeden Fall voll in Ordnung ist. Wenn ich jetzt allerdings hier mal so ein normales Smartphone wie ein iPhone noch hinzufüge, dann wird kurz alles erst einmal getrennt. Und wir sehen jetzt, dass die Kapazität sich nicht komplett halbiert, sondern ja, eine Obergrenze dort gegeben ist. Und der Hersteller hat sogar in der Bedienungsanleitung geschrieben, es sind 15 Watt statt der 22,5 maximal, was im Prinzip jetzt plattformbedingt ist. Das heißt, in der Realität lade ich jetzt nach dem Verlust beide Geräte hier knapp mit 7 Watt, also knapp insgesamt 15, und ja, brauche im Prinzip länger, als wenn ich es manuell dann wechseln würde. Ich finde, es ist zu verkraften, wenn man wirklich die Zeit hat, etwas zu laden. Dann haben wir festgestellt, es ist meist sowieso besser, mit geringerer Spannung wirklich zu laden, um dann mehr Effizienz zu haben. Soll es aber wirklich schnell gehen, dass man nur kurz eine Pause macht und will 2 Geräte aufladen, dann ist das hier auf jeden Fall schon mal ein Nachteil. Im zweiten Test lade ich jetzt mal die Powerbank wirklich über den einzigen Import. Wir sehen, auch da kommt das mit den 22,5 Watt jetzt relativ gut hin. Das Netzteil hier von Novo schafft 67 Watt insgesamt. Und jetzt werde ich mal die andere Powerbank aufladen wollen. Und jetzt bin ich echt gespannt, was passiert. Ja, und es passiert gerade erstmal nicht viel. Da sehen wir noch ein drittes Problem, was manchmal die Nitecore-Plattformen haben, dass sie mit einigen Protokollen sich schwer verständigen können in gewissen Kombinationen. Das hatte ich bei meinem großen Powerbank-Setup-Video auch schon mal festgestellt, wo wir teilweise 3 oder 4 Geräte parallel laden wollten. Es klappt meistens, wenn man ein bisschen was rein und raus steckt, aber wenn ich jetzt hier davon ausgehen würde, dass diese Powerbank vernünftig lädt, wenn ich es einmal reinstecke, dann geht's nicht. Und wir sehen auch, dass wir hier komischerweise erstmal nur mit 5 Watt laden. Ja, nachdem ich es jetzt einmal raus und reingesteckt habe, dann haben sich hier alle richtig verständigt und wir sehen leider, dass sich an diesem Problem nichts gebessert hat. Denn wie ihr unten auf dem Bildschirm seht, wird die Powerbank jetzt mit 15 Watt versorgt und sie gibt wirklich fast alles, also 13 Watt jetzt an unsere andere Powerbank weiter. Das heißt, die selber wird eigentlich nur mit 2 Watt oder in der Realität wahrscheinlich gar nicht geladen, weil ein bisschen natürlich da auch durch die Weiterleitung des Stroms fällig wird. Die würde sich jetzt im Optimalfall so verhalten, dass sie erst anfängt, sich selber zu laden, wenn der Verbraucher vollgeladen ist. Also entweder mein Smartphone, meine Kopflampe, meine andere Powerbank. Und dann, das habe ich überprüft, das klappt zumindest, wechselt sie dann und lädt sich selber voll. Das heißt, auch da haben wir eine geringere Maximalleistung, nicht mehr 22,5, sondern 15 Watt. Sind auch nicht gut damit beraten, schnell beides laden zu können. Es ist aber dafür geeignet, wenn man wirklich ja nur 2 Stecker hat oder vielleicht sogar noch ein Gerät hier hinten dran schließt, dass sie sich nacheinander wirklich alle aufladen über die Nacht, wenn man ein Netzteil hat, was nur einen einzigen Ausgang hat. Denn dafür ist diese Funktion natürlich gedacht, dass ich im Prinzip kleinere Stecker mitnehmen kann, die dann nur einen Ausgang haben, sodass ich da trotzdem über die Nacht sicher bin, dass alle meine Geräte geladen werden, ohne dass ich mir nachts irgendwie ein paar Mal den Wecker stellen muss. Und dass das besser geht, möchte ich euch noch mal ganz kurz hier an einem Beispiel mit Iniu Powerbanks zeigen. Da kommen wirklich die vollen 45 Watt, sogar 46, die offiziell angegeben werden, in die Powerbank rein und sie gibt das Maximale, was sie kann, jetzt an das Smartphone weiter, 18 Watt, und behält im Prinzip den Rest für sich. Und da man auch mehrere Ausgänge hat, kann man das im Prinzip noch beliebig erweitern um weitere Powerbanks oder andere Geräte. Ja, zugegeben, Nitecore kann hier noch was besser machen, aber zumindest hat die Powerbank Pass-Through, kann so vernünftig geladen werden und kann auch 2 Geräte gleichzeitig laden, auch wenn da ein kleiner Kompromiss ist. Ich weiß nicht, für alle ist das wirklich sehr wichtig und vielleicht kommt das ja auch zu Lasten von der Passform generell oder vom Gewicht, was schließlich wirklich das Hauptkriterium für die meisten sein sollte. Wer sich allerdings dann mehr für Geschwindigkeit interessiert, dem werden wahrscheinlich die 22,5 Watt immer noch nicht reichen. Ich finde, fürs Tracking normal reicht mir selbst eigentlich 18 Watt. Der sollte dann eher zu diesen Iniu-Modellen greifen. Gerade die 20.000er oder die 25.000er, die können wirklich mit 100 Watt Output oder 65 Watt Input teilweise umgehen.
Ja, der Preis bei diesem Modell ist nicht günstig. Das muss man auf jeden Fall wissen. Wir hatten ja auch Modelle, die kosten 10, 20, 30 Euro, aber es ist nun mal jetzt von den Messwerten her die beste Powerbank, gerade die ich so für Outdoor-Touren empfehlen würde. Und sie kostet 85 Euro. Ich bin mir sicher, ein bisschen was am Preis wird sich vielleicht noch in den nächsten Monaten tun. Als sie gerade ganz frisch rauskam, war sie in Europa noch über 100 Euro. Jetzt sind wir bei allen Shops bei 85 Euro. Und ich will auch noch mal klar machen zur Transparenz, das Video ist hier nicht von Nitecore irgendwie gesponsert. Ich habe keinen Kontakt mit Nitecore zu dieser Powerbank gehabt. Ich habe sie mir selber jetzt erst letzte Woche neu bei einem Online-Store bestellt und jetzt hier in den letzten Wochen auch getestet und gemessen. Was ich natürlich noch nicht testen konnte, ist das Langzeitverhalten. Das werden wir erst sehen, wenn jemand wirklich dieses Modell mal auf eine Weitwanderung mitnehmen wird. Denn da gab es in der Vergangenheit bei manchen Leuten auch wirklich Probleme, dass sie zum Beispiel komplett ausgegangen ist, sich entladen hat, gar nicht mehr anging. War aber eher eine Kinderkrankheit von den ersten Generationen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das bei den neuen Plattformen jetzt hier auch so ist. Das heißt, da kann ich euch natürlich nichts zu sagen. Ansonsten würde ich euch aber eine Empfehlung aussprechen, wenn ihr jetzt absolut das beste Modell sucht, vielleicht noch keine Powerbank habt oder ja, vielleicht ein älteres Modell sogar habt und denkt abzugraden. Vorher habe ich die Upgrades immer nicht empfohlen, aber das wäre das erste, wo ich wirklich sagen würde, da lohnt sich doch das Upgrade von der 3. Generation auf die 4. und vielleicht ja, startet man auch mit beiden Powerbanks, wenn man mehrere Touren macht oder verkauft die alte. Ich werde sie auf jeden Fall bei der nächsten Tour und in diesem Jahr sehr häufig verwenden. Ich überlege mal, ob ich mir noch sogar eine zweite davon kaufe, weil ich das Konzept eigentlich schon sehr, sehr gut finde. Alle Powerbanks, die ich hier vorgestellt habe und auch mit den Steckern und vor allem mit Netzteilen, denn da gibt es welche, die wie der hier, der hat 65 Watt Leistung oder es gibt auch kleinere von Anker, die dann wirklich viel besser zu dem passen, was diese Nitecore überhaupt fassen kann. Verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Auch die Videos, wo ich die ausführlich vorgestellt habe, verlinke ich unten nochmal. Mich würde interessieren, habt ihr schon erste Erfahrungen mit der neuen NB10000 Gen 4 gemacht? Wie gefällt sie euch? Werdet ihr euch sie zulegen? Und ja, hat euch das Video ansonsten gefallen, würde ich mich immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.